Bei diesem Salat machen viele die gleichen 3 Fehler und ich zeige dir, wie du sie vermeidest. Das hier ist der arabische Petersiliensalat Tabbouleh. Wir bereiten ihn gleich zusammen zu, ich probiere schon mal und ihr schaut das Video. Erster wichtiger Schritt, die Petersilie. Nur glatte Petersilie verwenden, niemals krause Petersilie. Ganz wichtig, gründlich waschen und dann komplett trocken bekommen. Wenn sie feucht bleibt, wird sie beim Schneiden matschig und bitter. Salatschleuder, Küchentuch oder einfach am Vortag waschen, Hauptsache sie ist trocken. Schneidet ihr Petersilie eigentlich mit oder ohne Stängel? Für Tabbouleh müssen die Stängel später weg. Das gleiche Spiel mit frischer Minze. Waschen, trocknen, Stiele weg. Auch hier gilt lieber weniger, aber fein geschnitten. Ich nehme Kirschtomaten, weil sie intensiver im Geschmack sind. Klein schneiden, leicht salzen und in ein Sieb geben. Salz entzieht Wasser, das ist der sogenannte hygroskopische Effekt. So bleibt der Salat frisch und nicht wässrig. Jetzt kommt Bulgur ins Spiel und hier verrate ich euch das zweite große Geheimnis. Immer den feinsten Bulgur nehmen, den ihr im türkisch-arabischen Laden findet. Mit Zitronensaft und gerade so viel heißem Wasser bedecken, dass es leicht untergeht. Und 15 Minuten ziehen lassen. Und jetzt das Wichtigste. Tabbouleh ist ein Petersiliensalat mit Bulgur, nicht umgekehrt. Der Salat muss am Ende grün sein, nicht gelb. Damit der Tabbouleh schön frisch bleibt, nehme ich kleine Gurken, die ich entkerne, damit sie nicht wässern, dazu grüne Paprika und Lauch. Alles in feine Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Welche Zutaten fügt ihr in euren Tabbouleh? Ganz klassisch oder mit eigenen Abwandlungen? Das typische Dressing: Olivenöl, Zitronensaft, Salz und optional Pfeffer. Kurz rühren, bis eine Emulsion entsteht, cremig und leicht dickflüssig. Aber Achtung, das Dressing erst kurz vor dem Servieren zugeben, sonst wird der Salat matschig. Und jetzt verrate ich euch das dritte und wichtigste Geheimnis. Das Geheimnis liegt im Schneiden. Niemals hacken, sondern schneiden. Nehmt kleine Portionen, führt das Messer hin und her. So bleibt die Petersilie luftig, locker und frisch und der Tabbouleh wird perfekt. Jetzt alles zusammengeben: Minze, Gemüse, Tomaten-Bulgur-Mix. Zum Schluss das Dressing schluckweise einarbeiten und immer wieder abschmecken. Traditionell wird Tabbouleh auf Romana-Blättern serviert, die dienen gleichzeitig auch als Löffel. Das ist mein Sommer-Tabbouleh. Varianten mit Granat, Apfel und anderen Zutaten sind eher für den Winter. Wenn dir das Rezept gefallen hat, lass einen Like da, schreib mir in die Kommentare, mit welchen Zutaten machst du dein Tabbouleh, und wenn du mehr internationale Rezepte direkt von einem gelernten Koch sehen willst, dann abonniere Meini kocht. Bis zum nächsten Video.